Hallo, ihr wundervollen Menschen, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und auf diesem Kanal dreht sich alles um Musik, den Deep Dive in die Lyrics, in die Bedeutung, in die Melodien, alles, was zur Musik dazugehört. Wenn ihr neu hier seid und auch wenn ihr nicht neu hier seid, nehmt euch ein Getränk, macht es euch bequem. Was erwartet euch heute? Heute erwartet euch ein Künstler, neu auf diesem Kanal, aber nicht neu für mich, Asaf Avidan. Ein wundervoller Ausnahmekünstler, ganz grandiose Stimme. Und ich habe mir den Song Anchor ausgesucht. Es gibt viele, viele Songs, die man von Asaf Avidan nehmen kann und vielleicht nehmen wir auch noch ein paar mehr. Aber der Song heute, Anchor, bietet so viele wundervolle Möglichkeiten, nicht nur Beziehungsdynamiken aufzuzeigen, sondern Beziehungen generell zwischen Menschen, wie wir uns Realitäten erschaffen, wie wir Dinge projizieren, interpretieren und wie viele Bedeutungen unterschiedliche Wörter haben können, wie viele Geschichten da drin stecken und wir oft damit beschäftigt sind, die Wahrheit herauszufinden und dann zu behaupten, ja, ja, das ist die einzige Wahrheit. Und Asaf Avidan, als er den Song geschrieben hat, wird wahrscheinlich seine eigene Bedeutung da drin gehabt haben. Aber es gibt so viel mehr, warum sich so viele Menschen mit diesem Song identifizieren. Und wir wollen verschiedene Möglichkeiten heute herausarbeiten. Ja, wenn ihr da Bock drauf habt, abonniert den Kanal, liked das Video, aktiviert die Glocke, dann seht ihr auf jeden Fall mehr. Schreibt gerne auch in die Kommentare, wenn ihr Wünsche für andere Songs, andere Künstler habt. Und jetzt lasst uns starten. She said, baby, you're my gold, sitting on me, I'm your banker. She said, baby, you're my chains, sitting on it, I'm your anchor. Bevor wir hier tiefer reingehen, wer noch nicht Asaf Avidan kannte, der wird jetzt wahrscheinlich total, entschuldigt, begeistert von der Stimme sein. Oder auch nicht. Ich glaube, die Stimme kann da sehr polarisieren. Aber es ist eine sehr besondere Stimme. Zusätzlich kommt dazu, wie er den Song aufbaut. Es ist eine Loopstation, das heißt, er nimmt verschiedene Sachen auf, die er macht, und dann fügt er sie Stück für Stück zusammen. Und man kann so schön sehen, ne, dass wir hier ein Multitalent mit Instrumenten auch einfach haben und jemand, der experimentiert, jemand, der Melodien kreiert, Melodien zusammenbastelt und sie zu einem Kunstwerk gestaltet. Das kommt im Laufe des Songs immer mehr heraus. Und wir haben hier schon die ersten Zeilen, auf die würde ich auch schon eingehen. Ich habe hier quasi meine Zettelsammlung, wo ich schon ein paar Notizen mir vorher reingemacht habe. Und zwar beginnt er damit, dass sie sagt: „Du bist mein Gold.“ Und er sagt: „Ne, ich bin dein Banker.“ Und da fängt es schon an, ne? Gold ist erst mal etwas, wo wir sagen, das ist etwas Wertvolles, das ist etwas ganz Besonderes, das ist unser Schatz. So. Und er sagt: „Ich bin der Banker.“ Und der Banker ist derjenige, der das verwaltet, der den Schatz verwaltet. Und es kann in verschiedene Richtungen hier gehen. Es kann sein, dass der er sagt, er ist nur der Banker, sagt: „Ne, ne, es geht hier nicht um mich.“ Vielleicht hat er 'n Selbstwertthema und sagt: „Ich bin gar nicht so viel wert, wie du mir zuschreibst. Aber dafür bist du unglaublich viel wert in meiner Welt und ich verwalte den Schatz sozusagen.“ Also, eigentlich könnte es auch so 'n Hin und Her sein von: „Du bist so viel wert für mich. Nein, du bist so viel wert. Ich bin gar nicht so viel wert.“ Es kann aber auch bedeuten, hm, dass er möchte es kann sein, dass er sich denkt, sie es gibt doch diesen Begriff von Lovebombing. Wir wissen nicht, wie lange die beiden sich schon kennen. Und vielleicht ist sie über das Maß hinaus und sagt ihm gleich am ersten Date oder am zweiten Date: „Ey, du bist mein Gold.“ Und er sagt: „Hey, Moment mal,
Nein, bin ich nicht. Und vielleicht geht es darum, dass sie etwas in ihn hineinprojiziert, was sie gerne hätte, dass er das Gold ist. Und damit wird er zum Banker, weil er quasi das verwaltet, was sie als Gold in ihm sieht. Die Geschichte verwaltet er. Weil er hält sie aufrecht dadurch, dass er da ist, dadurch, dass er einfach er ist. Und sie dadurch etwas in ihn hineinprojizieren kann, was gar nicht da ist. So. Macht das Sinn? Ich glaube, in meiner Welt schon. Das heißt, ja, es geht hier um das erste Hin und Her. Das zweite ist der Punkt von, ähm, Moment, lass uns nochmal zurückspielen. Spulen. Lass uns nochmal zurückspulen. She said, baby, you're my chains. I said, no, honey, I'm your anchor. And I said, baby, you're my wings. She said, no, you're just a fish. I said, baby, you're my dream. She said, no, I'm just your wish. Kann ich einmal kurz sagen, was für ein besonderer Ort das ist, an dem er da spielt? Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Wenn ihr es wisst, sagt es mir gern. Aber es sieht aus, als wäre es ein Kloster oder irgendwas in diese Richtung. Ich muss kurz mal was trinken. Und diese riesigen, weiten Räume, die machen ja nochmal einen extra Raum sozusagen wiederum auf für die Musik, für den Hall, für das, hm, wie die Wellen sich ausweiten können und wie der Klang sich dadurch verändert. Entschuldigt. Irgendwie habe ich heute ein Fröschlein im Hals. Also, lasst uns nochmal zurück zum Text gehen. Sie sagt zu ihm, du bist meine Ketten, meine Chains. Und er sagt, nein, ich bin dein Anker. Das ist ganz spannend, weil erst sagt sie ihm, du bist mein Gold. Und dann sagt sie, du bist meine Ketten. Und Ketten ist jetzt eher etwas, was man mit etwas verbindet, was einen festhält, was einen gefangen hält. Etwas, was einen bindet. Und Gold ist etwas, was wertvoll ist. Das heißt, es könnte hier schon eine Andeutung sein, dass sie es vielleicht ambivalent sieht. Vielleicht sagt sie, ey, du bist mein Gold und deswegen bin ich an dich gebunden. Du bist der Wert, den ich in meinem Leben haben will und deswegen fühle ich mich an dich gebunden, als könnte ich nicht gehen. Oder es kann auch sein, dass sie an dem einen Tag das so sagt und an dem anderen Tag das so sagt. Und vielleicht ist der Punkt, wo er dann sagt, nee, ich bin dein Anker. Vielleicht geht es hier auch um verschiedene Betrachtungsweisen. Ne? Anker ist etwas, wo man an einem Platz bleibt, wo man vor Ort ankert sozusagen. Ne? Das heißt, irgendwo gefühlt ankommt. Es ist aber gleichzeitig auch etwas, wenn man den Anker nicht einholen kann, was einen dort festhält an dem Ort, wo man ist. Das heißt, es geht schon auch so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Aber vielleicht, also es gibt hier so eine feine Nuance. Anker ist eher etwas, was hält. Etwas, was Stabilität gibt, was Orientierung gibt. Kette ist eher was Unfreiwilliges sozusagen, angekettet sein. Und vielleicht ist es genau dieser Punkt, ne, was ich am Anfang gesagt habe, dass sie sich angekettet fühlt durch den Wert, den er gibt, so. Und vielleicht ist es auch eine verdrehte Geschichte, auch das weiß man nicht, dass er vielleicht sich so darstellt, als wäre er unglaublich viel wert und ihr das Gefühl gibt, wenn sie ihn nicht haben kann, dann geht das nicht mehr so, weil sie braucht diesen Wert. Also das, worum es hier geht, ne, das eine, den Anker kann man jederzeit einholen. Das heißt, da ist eine Freiheit drin, eine Wahl drin. In den Ketten ist in der Regel keine Wahl drin. So. Ja, Ketten kann man abmachen, aber in der Regel braucht man dafür einen Schlüssel, den man selber nicht hat. Oft genug. So, gefühlt. Das heißt, da ist eine Abhängigkeit von jemand anderem und ein Festgehalten werden. Dann kommt der Punkt,
wo er sagt: „Ich bin deine Flügel." Und sie sagt: „Nein, du bist nur ein Fisch." Da haben wir wieder den Shift, ne? So wenn wir von Flügeln ausgehen, ist das etwas, was einen in die Lüfte hebt, was einen fliegen lässt, was Freiheit wiederum mit sich bringt. Davor hat er schon gesagt: „Ich bin dein Anker und ich bin auch deine Flügel." Ich bin auf der einen Seite das, was dich quasi ankert, was dir Halt gibt, was dir Festigkeit gibt. Und ich bin aber auch die Freiheit, dass du den Anker einziehen kannst und losfliegen kannst. So. Und sie sagt: „Nein, du bist nur ein Fisch." Und ein Fisch, hm, ist erstmal 'n umgekehrtes Element, ne? Es hat nichts mit durch die Luft fliegen zu tun. Es gibt Fische, die springen, ja, und können 'n paar Meter weit quasi, ähm, fliegen, aber sie fliegen per se erstmal nicht so, sondern sie kommen immer wieder im Wasser an. Das heißt, es ist nur 'ne Illusion. Und das könnte hier auch gemeint sein. So. Hm, das heißt, er könnte selber in der Illusion sein, dass er ihr Flügel bietet und den Anker bietet. Sie sagt: „Ne, das ist alles gar nicht so. Du hast nur das Gefühl, dass du das tust." Ähm, oder er wäre das gerne für sie und sie kann's gar nicht nehmen. Ja. Und dann haben wir noch den Punkt von, ähm, wer sagt das? Also, wir haben den Punkt, wo einer von beiden sagt: „Du bist mein Traum." Und ich glaube, er sagt dann, ne, sie sagt nur der Wunsch, ne? Hm, und auch hier geht es genau darum, wir haben oft Träume von etwas. So, wir haben oft 'ne Vision davon, was wir gerne in einem Partner oder in einer Beziehung, in einer Freundschaft, in einer Familie, mit Kindern, was auch immer, mit Menschen leben wollen würden. So. Und wir suchen so sehr danach und wollen es so sehr haben. Und wir sind durch unser Gehirn sehr gewillt, das bei anderen dann auch zu finden, selbst wenn es gar nicht wirklich da ist. Das heißt, wir fangen an, Dinge anders zu bewerten, anders zu betrachten, ein bisschen zu verschieben, ein bisschen zu verdrehen, damit es besser da reinpasst, wo wir es gerne hätten. Wir packen also eine Geschichte auf die Person, auf das Gegenüber drauf. Das heißt, es ist nicht der Traum, sondern es ist der Wunsch nach dem Traum, den wir da sehen. Und das ist erstmal eine harte Realität, die da aufgezeigt wird, ne? Also, das ist ja oft, wenn wir frisch in Beziehungen reingehen, dass dann mit der Zeit wir plötzlich bemerken, irgendwie ist die Person doch nicht so, wie ich gedacht habe. Irgendwie ist die ein bisschen anders. Irgendwie fängt sie an, mir auf den Keks zu gehen. Was ist denn da passiert? So. Ist doch nicht so reflektiert, wie ich gedacht habe. Ist doch nicht so lustig, wie ich gedacht habe. Ist doch nicht so lebensfroh oder was auch immer, ne? Und es kann auch sein, am Anfang bemühen wir uns ja sowieso immer alle, einen guten Eindruck zu machen und die beste Version von uns selbst zu zeigen und nicht die realste Version, so. Um den anderen nicht zu enttäuschen, um eine Chance zu haben, um die Scham über die Sachen, die wir selbst an uns verurteilen, nicht zu spüren, indem wir sie vielleicht die Beschämung durch das Gegenüber kriegen, was wir toll finden oder was wir beeindrucken wollen. Also versuchen wir die beste Version von uns zu verkaufen. So. Nur ein bisschen angepasst, nur ein bisschen mehr das, was ich eigentlich schon mache, aber nur viel zu selten mache, so, oder mehr machen wollen würde, aber nicht tue. Aber diese Version zeige ich dann. Und dadurch entstehen sowieso noch mal ganz unterschiedliche, Ideen davon, wen wir da eigentlich zum Partner haben. Und dann kommt irgendwann immer mehr der Alltag rein, so, und dann passt das alles gar nicht mehr. Aber wir haben schon so viele Ideen, so viele Geschichten gesponnen um diese Person herum, wer sie ist, wie sie ist. Und selbst wenn es nicht darum geht, dass jemand nur irgendwie etwas von sich darstellt, sondern einfach nur er selber ist, passiert das immer, dass wir Geschichten draufpacken. Weil wir können nur interpretieren. Wir wissen nicht genau, wie die Person ist in ihrer vollen Gänze. Und wir sehen Dinge in den Menschen. Entweder werten wir Dinge ab, die wir in uns selbst abwerten, oder wir verherrlichen Dinge, die wir gerne selbst haben wollen würden, aber das Gefühl haben, wir können sie nicht haben oder wir können sie nicht leben, wir können das nicht selber sein. Also suchen wir das in jemand anderem.
Wir suchen nach Gegenteilen von dem, was wir vielleicht vorher schon erlebt haben und nie wieder erleben wollen. Also suchen wir ganz spezifisch nach Zeichen quasi, die das Gegenteil bedeuten. Oder genau umgekehrt, dass wir nach vertrauten Dingen suchen und jemandem, ah ja, mein Vater oder mein bester Freund oder mein Ex-Freund oder was auch immer, meine beste Freundin, die haben auch immer das und das gemacht. Und das fand ich ziemlich cool. Das hat immer bedeutet, dass wir ganz viel Spaß haben. Aha, der hat auch so die Attitüde, in diese Richtung zu gehen. Das heißt, wir werden bestimmt ganz viel Spaß miteinander haben. Und das sind die Interpretationen, die wir machen und wo wir Leuten etwas andichten. Und natürlich selber auch vom Gegenüber etwas aufgedichtet bekommen. So. Und am Ende ist es nur der Wunsch nach etwas. Es ist nicht die Realität. Ja, so, lang genug gequatscht. Lasst uns weiterhören. She said, baby, you're my river. I said, no, baby, I'm your train. She said, baby, you're my color. I said, no, baby, I'm your stain. And I said, baby, you're my diamond. She said, no, I'm just a pick. I said, baby, you must be magic. She said, no, I'm just a trick. Das ist so schön auch hier, ne? Also seine Stimme, ne? Wenn er so laut wird, so kraftvoll, dann merke ich immer, wie es bei mir gleich, wie es mich nach hinten zieht. So, oh, krass. Ich liebe das, wenn Stimmen das schaffen. So. Aber auf eine sehr positive Art und Weise. Ne? Es gibt auch Stimmen, die so sehr laut, sehr bältig sind, also so sehr in diese hohen Töne gehen und die mich so wegschreien. Aber das fühlt sich für mich nicht positiv an, sondern das ist dann eher so ein Nech, aua, tut mir weh in den Ohren. Schrei mich nicht an. Aber hier ist es irgendwie anders. Hier ist, man merkt die Emotionen da drin. Ja, aber lasst uns zum Text gehen. Mm, Sie sagt, du bist mein Fluss. Was verbinden wir mit Fluss? Etwas, was fließend ist, etwas, was kraftvoll ist, etwas, was mm, Dinge in Bewegung bringt, etwas, was reinigt, etwas Natürliches. So. Und er sagt, nee, ich bin nur dein Abwasserkanal, dein Abfluss, was auch immer. Mm, Und auch hier haben wir den Punkt, ne, so dieses, es kann bedeuten, dass er sich wieder selbst entwertet. So, dass er sagt, hype mich nicht so hoch. So, ich habe so viel Kacke am Laufen, dass mehr ist das nicht. So, du dichtest mir da was an. Und es kann aber auch sein, ne, dass sie das wirklich sieht, dass sie ein Potenzial in ihm sieht, dass sie etwas normal bewertet, während er sich abwertet. Es kann aber auch bedeuten, dass sie ganz viel Zeugs am Laufen hat, so, ob jetzt nun psychisch oder was auch immer, auf Arbeit Themen sind oder im Alltag Themen sind, ähm, und sie ständig sich bei ihm auskotzt sozusagen und er dafür da ist, das alles aufzunehmen und das alles abfließen zu lassen, dass er quasi wie der Abwasserkanal für sie ist, so. Und es kann sein so, ja, mache ich halt, aber ich bin an sich nicht der Fluss, so, sondern ich bin, das ist die Realität. So, du verdreckst meinen Fluss vielleicht. So, das könnte dann wieder auch ein Vorwurf sein. Ähm, ja, ich würde sagen, das sind erstmal so die Sachen, die man da rein interpretieren könnte. Dann sagt sie, du bist meine Farben. Farben, bunte Welt. Ne? Wenn wir jetzt in die Richtung gehen, wenn keine Farben da sind, ist alles schwarz-weiß. So. Ähm, Da gibt es keine Freude drin, da gibt es keine Vielfalt, kein Entdecken. So. Vielleicht sogar keine Lebensfreude, ne, in dem Sinne. Und sie sagt genau das zu ihm: „Du bist meine Farben. Du machst meine Welt bunt.“ Und er sagt: „Nein, ich bin nur ein Fleck.“ Und auch hier könnte man wieder in die Richtung gehen, dass er sich selber abwertet, so, weil er vielleicht ein Selbstwertthema hat. Oder dass er das Gefühl hat,
dass sie ambivalent ist zwischen: „Ich finde dich so toll, du bist so grandios“, und im nächsten Moment macht er vielleicht irgendwas, was nicht für sie passt, so, und schon ist er der Fleck, der sie stört, sozusagen, ne? Dieses, ähm: „Erst bist du mein Gold, dann bist du meine Ketten“, so. Und vielleicht ist es genau dieser Punkt, wo es so hin und her geht. Hm, vielleicht hat er auch das Gefühl, dass sie so grandios ist, dass er sie so hochhypt und er dagegen nur der Fleck ist, was auch wieder 'n Selbstwertthema wäre, ne? Aber auch da, es gibt ja auch innerhalb dieses Selbstwertthemas gibt es ja unterschiedliche Geschichten. Hm, auf jeden Fall kann man hier auch sehen, in diesen Sachen, wie das Spiel von Aufwertung und Abwertung die ganze Zeit da ist. Entweder sich selber abwertend oder den anderen abwertend und aufwertend. So. Während der eine den einen aufwertet, wertet der andere entweder die Geschichte des einen ab oder sich selber ab. Das ist 'ne sehr spannende Dynamik, die wir hier haben. So, dann haben wir noch den Diamond und Pig. Das heißt, ähm, er sagt: „Du bist mein Diamant.“ Und sie sagt: ich bin nur die Spitzhacke.“ So. Ich habe am Anfang gedacht, im Sinne von Pick, ähm, etwas picken, Wahl, eine Wahl treffen. So. Das hätte auch ganz interessant gepasst. Aber Pick ist auch die Spitzhacke und das passt auch gut zum Diamanten. Dieses: „Ich breche den Diamanten auf und wir gucken, was da drin ist.“ So. Hm, das heißt, er sieht ihren Wert und sie sieht sich als Instrument von etwas. Hm, das heißt, auch hier haben wir wieder 'ne Verschiebung von Wertigkeit, von Geschichten. So, er sagt: „Ey“, so wie sie am Anfang zu ihm gesagt hat: „Du bist mein Gold“, sagt er: „Du bist mein Diamant.“ Und Diamant ist dieses glitzernde, scheinende, unglaublich wertvolle. Und sie sagt: ich bin nur das Werkzeug, mit dem du Diamanten entweder aufbrechen kannst beziehungsweise Diamanten befreien kannst. Ich unterstütze dich vielleicht in dem, was du da tust. Ich unterstütze dich auf deinem Weg, aber ich bin nicht das Ziel. Ich bin nicht das Eigentliche, was du suchst. So, sondern es geht um was anderes. Und es kann sein, dass sie sagt: „Versteif dich nicht auf mich. Gucke, was deine Lebensvision ist, wo du hin möchtest, was dich glücklich macht außerhalb von mir, ohne dich von mir abhängig zu machen.“ Hm, es kann aber auch sein, dass sie sagt: „Du hast mich nur benutzt, um etwas, zu finden, entweder in ihr, was gar nicht existiert, oder um etwas noch Wertvolleres zu finden, was er auf sie projiziert.“ Weil auch 'ne Spitzhacke kann für einen sehr wertvoll sein, wenn man auf der Suche nach Diamanten ist. So. Hm, wenn man jetzt Pick als Wahl übersetzen würde, er ist nur sie ist nur seine Wahl, geht das auch in 'ne ähnliche Richtung, ne? Das heißt, hm, manchmal sprechen wir von Wahlen, eine Wahl treffen, so als wäre das, etwas, was so nebenbei passiert. So etwas, was vielleicht nicht so wichtig ist, und auch da gibt's ja unterschiedliche Wahlen, ne? Es gibt Wahlen, die sind unglaublich wichtig, wenn wir sie ganz bewusst treffen, wo wir viel drüber nachdenken, ob wir das machen oder nicht. Und dann gibt es auch dem Ganzen 'ne Bedeutung. Und es gibt aber auch die Wahlen, die wir so alltäglich treffen und uns gar keine Gedanken da drüber machen, so: „Ah ja, ne, vielleicht die nächste Freundin, die nächste Beziehung passt ganz gut, nehmen wir.“ So, ohne groß drüber nachzudenken, einfach weil er vielleicht grad nicht allein sein wollte oder, weil er findet, dass sie ganz gut irgendwie zu so grob zu ihm passt, irgendwie zu dem, was er darstellen möchte, so. Oder sie war einfach da, wo er sich besonders einsam gefühlt hat, war sie halt, ja, wählbar, so. Genau, und dann haben wir noch, ähm, er sagt: „Du bist meine Magie.“ Und sie sagt: „Nein, wenn du genauer hinschaust, dann bin ich nur ein Trick.“ Und da sind wir auch wieder bei diesem Dream und Wish, ja, dieses, hm: „Du bist meine Magie. Da ist alles möglich. Da ist ganz viel Zauber drin, ganz viel Wunder drin, ganz viel, Möglichkeiten“, so. Und sie sagt: „Nein, ich bin nur ein Trick.“ Das heißt auch da dieses, du projizierst etwas auf mich drauf, was ich gar nicht leisten kann, was ich gar nicht bin. Du siehst mich vielleicht gar nicht so, wie ich bin. Ähm, vielleicht sagt sie:
ich bin nicht der Trick, sondern ich bin dein Trick, der Trick, den er macht, um sie quasi aufzuwerten, um sie höher zu machen und sie auf ein Podest zu stellen. Es kann aber auch sein, dass sie selber von sich sagt: „Ja, weil ich weiß, manchmal stelle ich mich vielleicht ein bisschen besser dar oder größer dar, aus Angst heraus, dich zu enttäuschen oder was auch immer, mich mit Dingen zu konfrontieren, mit Unzulänglichkeiten zu konfrontieren, mit denen ich mich nicht konfrontieren will. Deswegen stelle ich mich besser dar, aber es ist nur ein Trick.“ So. Und vielleicht ist das so ein Moment, wo sie sich mal zeigt und sagt: „Sorry.“ So, genau. She said, baby, you can see me. I said, no, baby, I just sense. She said, baby, you're my castle. I said, no, honey, I'm your fence. And I said, baby, you're my lover. She said, no, I'm just a maid. I said, baby, I love you. She said, no, you're just afraid. Mhm. I said, no, baby, I love you. She said, no, you're just afraid, boy. I said, no, baby. I said, baby, listen now. She said, no, baby, listen, I love you. I said, baby. I said, baby, I love you. I said, baby, I love you. She said, no, you're just afraid. Es ist spannend, ne? Ich kenne den Song ziemlich gut und dass es mich immer noch abholt, emotional. Es ist immer ein gutes Zeichen. Ähm, Man hört diese Verzweiflung, man hört die Emotionen in seiner Stimme. Man hört das Gebrochene, man hört das nach außen Bringende, man hört das Zurückziehende. Man kann es in seinem Gesicht sehen. Wahr. Aber lasst uns noch mal den Text durchgehen. Ähm, Sie sagt: „Du kannst mich sehen.“ Und er sagt: „Ich kann dich nur spüren oder wahrnehmen.“ Und das ist ganz spannend, ne, weil wir suchen ja immer gerne nach jemandem, von dem wir uns gesehen fühlen. So, das ist so ein Bedürfnis, was wir immer wieder haben. Ich möchte als Mensch gesehen werden, wer ich wirklich bin. Mal abgesehen davon, dass wir uns ja sowieso versuchen, immer nie so zu zeigen, wie wir wirklich sind, wollen wir aber gesehen werden, wie wir wirklich sind und geliebt werden, wie wir wirklich sind. Und ich glaube, dass das hier gemeint ist, ne? Da ist endlich mal jemand, der mich sehen kann. Und er sagt: „Ich nehme dich nur wahr.“ Und es kann entweder bedeuten, dass er das Gefühl hat, ich kann dich gar nicht wirklich sehen, weil du dich gar nicht so wirklich zeigst, wie du bist. So, das, was ich gerade angesprochen habe. Es kann aber auch sein, dass er meint, das Sehen auf der rein oberflächlichen Ebene. Natürlich kann ich dich sehen, aber ich nehme dich wahr auf einer viel tieferen Ebene, außerhalb von mit den Augen gucken, so. Dieses „Ich spüre dich“, ich kann deine Emotionen wahrnehmen, ich kann deine Körpersprache wahrnehmen, ich kann vielleicht zwischen den Zeilen hören, was du sagen willst. So, ich kann mehr dich wahrnehmen. Oder auch in die andere Richtung, dass er sagt: „Na ja, ich kann halt nur bedingt das wahrnehmen, was du mir gibst und mehr nicht.“ Ob das wirklich das ist, was hilft, dich in Gänze zu sehen, ist die Frage. Genau. Hm, Dann haben wir Castle und Fans. Sie sagt: „Du bist mein Schloss, meine Burg“, was auch immer. Und er sagt: „Ich bin nur dein Zaun.“ Und Schloss ist erstmal was, ne, was Königliches, Herrscher, was Gigantisches, etwas, wo man auch sicher ist, etwas, wo man, ähm ja, wo man regiert, sozusagen, ja. Hm, und der Zaun ist eher etwas, was beschützt auch, aber was nicht ganz so gigantisch und so massiv ist. Also klar, wir kennen bestimmte Mauern, aber die sprechen hier nicht von 'ner Mauer, wir sprechen hier von 'nem Fence, ne, von 'nem Zaun. Hm,
Das heißt, so 'n Zaun ist auch eher kann auch eher 'ne Begrenzung sein, ne, zum nächsten Grundstück oder was auch immer. Ähm, Das ist aber erst mal kein richtiger Schutz. Und vielleicht geht es ihr um Schutz, vielleicht auch nicht mit dem Castle. Vielleicht geht es hier eher ähm um etwas Mächtiges, etwas Großes, so. Etwas, wo sie das Gefühl hat, entweder sie herrscht endlich über sich und ihr Leben durch ihn oder dass, sie ihn beherrschen kann oder sie gemeinsam über etwas herrschen, so. Hm, Vielleicht geht's aber auch wirklich um Schutz, dass sie das Gefühl hat, hier in unserem Schloss, da sind wir sicher, da kann nichts passieren. Das ist unser Reich, so. Und es kann auch hier wieder um Selbstwertthema gehen, wenn er sagt: „Ich bin nur der im Zaun, mach mich nicht so groß. Ich fühle mich damit nicht wohl, wenn du mir so viel Wert gibst.“ So. Es kann aber auch sein, dass es nicht sein Selbstwertthema ist, sondern dass sie eben wieder projiziert und ihm etwas überstülpt, was gar nichts mit ihm zu tun hat oder ihm vielleicht sogar, Angst macht, wo er sagt: „Ey, ich will gar nicht diese Verantwortung tragen, die du mir hier gibst, dir so 'ne Macht oder so 'ne Sicherheit zu geben. Ich kann das gar nicht. Ich bin das gar nicht.“ Hm, ja, und dann haben wir, dass er sagt, ähm: „Du bist meine Liebhaberin oder die Frau, die ich liebe, my lover.“ Und sie sagt: „Nein, ich bin nur dein Dienstmädchen.“ Und das trifft erst mal hart, finde ich, so. Hm, und das kann verschiedene Dynamiken aufzeigen, ne? Das kann zum einen aufzeigen den Punkt von, was wir in den heutigen Debatten oft haben, ne, dieses Bild von einer klassischen Mann-Frau-Beziehung. Er geht arbeiten, er versorgt die Familie mit Geld und so. Und sie kümmert sich um die Kinder, macht den Haushalt, sorgt dafür, dass er alles hat, was er braucht. Und vielleicht geht sie auch zusätzlich noch arbeiten. Und dass das immer mehr aufgebrochen wird, dass Frauen sagen: „Ey, ich bin doch nicht deine Dienstfrau, natürlich räumst du auch mit auf.“ Und nicht, um mir zu helfen, sondern um als gleichwertiger Partner hier mit die Aufgaben zu machen, die man als Paar in einem gemeinsamen Zuhause hat. So. Übernimm Verantwortung. So, weil du aktuell fühle ich mich nicht als Lover. Ich fühle mich als Dienstfrau. Hm, Es kann aber auch sein, dass es ihr Selbstwertthema ist, dass sie das Gefühl hat: „Oh Gott, wenn ich jetzt wirklich die Geliebte bin, die Frau, die er liebt, kann es sein, dass sie das Gefühl hat: ‚Boah, das gibt mir wieder so viel Wert. Ich bin froh, wenn ich dir einfach dienen kann in deiner Herrlichkeit sozusagen und dich zum Leuchten bringe und für dich da sein kann und irgendwie für dich gut sein kann.‘ Aber ich sehe uns nicht auf einer Wertigkeitsebene sozusagen.“ Hm, Es kann auch sein, dass sie nicht auf dieser Beziehungshaushaltsebene das Gefühl hat, benutzt zu werden, sondern dass er sie benutzt für emotionale Regulierung oder, um sich an ihr abzuarbeiten, um auf sie rauf zu projizieren oder was auch immer und dass sie ihm dafür dient und dass es in diese Richtung geht. Das kann auch sein. Und dann haben wir noch zum Schluss den Punkt als Letztes, „Baby, I love you.“ Und sie sagt: „No, you are just afraid.“ Und dann im nächsten Satz sagt sie dann noch mal: „Boy, you are just afraid, boy.“ Und ganz offensichtlich haben wir hier 'n Mann sitzen und keinen Jungen, aber sie spricht von einem Jungen. Der Junge in ihm hat Angst. So, 'n jüngerer Anteil von ihm. Ist zumindest das, was sie sagt, ne? Das heißt ja nicht, dass es stimmt. Das kann ja wieder 'ne Interpretation sein, dass sie sein Verhalten so wertet, dass es nur was mit Angst zu tun haben kann. Wenn er sagt, er liebt sie, das kann ja gar nicht sein, weil vielleicht hat sie wieder ihr Wertigkeitsthema am Start und kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass irgendjemand sie liebt. Das muss irgend 'n anderen Grund geben. Was ist 'ne gute Erklärung? Ah ja, er hat nur Angst, vielleicht allein zu sein. So, das kann eine Deutung sein, aber es kann auch tatsächlich sein, dass sie durchschaut hat, dass er sie gar nicht liebt, sondern dass er nur alle Angst hat. Es kann sein, dass er Angst davor hat, allein zu sein, weil Einsamkeitsgefühle da sind und dann nicht wissen, wie er sich aufraffen soll, weil er vielleicht mit Depressionen zu tun hat oder was auch immer, so. Weil vielleicht,
dann Themen hochkommen, Emotionen hochkommen, mit denen er sich nicht beschäftigen möchte. So. Hm, Es kann sein, dass die Beziehung eigentlich schon am Ende ist und eigentlich beide wissen, wir müssten uns eigentlich trennen, aber er hat Angst, jemanden zu verlieren. Also nicht mal die Angst, allein zu sein, sondern Verlustangst. Jemanden, der vielleicht länger schon im Leben war oder der ihm sehr viel bedeutet hat, wo man viel miteinander erlebt hat, die Person zu verlieren. Es kann sein, dass er in seiner Vergangenheit Themen Erfahrungen mit Verlust gemacht hat, vielleicht 'n Elternteil verloren hat, weggegangen ist oder verstorben ist, spontan, so. Oder muss ja nicht mal 'n Elternteil sein, kann ja auch 'n ehemaliger Partner gewesen sein, Freund, was auch immer, und sich darüber 'ne Verlustangst ausgebildet hat. So, dass die Menschen, die einem wichtig sind, plötzlich weg sind. Und dass er deswegen sich nicht trennen kann oder trennen will und ganz viel auf sie rauf projiziert, um das Konstrukt von Beziehung aufrechtzuerhalten. Ja, und wie gesagt, es kann auch sein, dass sie die Liebe einfach nicht annehmen kann, weil sie das komplett überfordert, weil sie, hm, ja, weil sie das Gefühl hat, sie ist nicht liebenswert. Was viele, viele, viele Menschen haben tatsächlich, dieses Thema. Bin ich liebenswert genug? Bin ich nicht vielleicht doch zu viel? Bin ich zu wenig? So. Und deswegen verstellen wir uns ja am Anfang oder versuchen die beste Version von uns selbst zu verkaufen, gleich zu Beginn. Weil wir mit unseren eigenen Dingen zu tun haben, für die wir uns schämen, wo wir das Gefühl haben, vielleicht reicht das noch nicht oder vielleicht ist das zu viel, ich schraube das mal runter. Wir passen uns an und versuchen eine Version darzustellen, die wir selbst nehmen wollen würden, von der wir sagen, das ist die Version von mir selbst, mit der ich in 'ner Beziehung sein wollen würde. Den Rest will ich nicht annehmen. So, aber jetzt lasst uns noch mal zu Ende hören. She said, no, you're just afraid. Genial.
Was für ein Künstler. Und ich finde es cool, wenn ihr Ren kennt. Ren hat Asaf Avidan empfohlen, so. Und wenn ich das richtig verstanden habe bei irgendeinem Interview-Dingens, hat Ren gesagt, dass er unter anderem 'ne Verbindung, einen Song zusammen mit Asaf Avidan plant. Und da habe ich richtig Bock drauf. Das wird richtig, richtig cool. Ich glaube, er hat auch was von Tash Sultana gesagt. Aber ich finde das so schön. Und ich kenne Asaf Avidan schon wesentlich länger als Ren. Ich glaube, ich bin damals mit dem ersten Album eingestiegen, wo ich weiß gar nicht, ist es das erste Album oder war es das zweite, wo „The Reckoning“ drauf war und „Her Lies“. Meine also, grade „Her Lies“ habe ich lange Zeit sehr intensiv gefeiert. Vielleicht mache ich dazu auch mal 'n Video. Aber ich habe ihn dann wieder so 'n bisschen aus dem Blick verloren. Ähm, und durch Ren bin ich wieder drauf gekommen. Von daher sagt mir gerne, wenn ihr mehr von Asaf Avidan sehen wollt und, Empfehlungen für Songs habt, die ich mir auf jeden Fall angucken soll oder anhören soll, wo ihr gern ein bisschen mehr Insights aus psychologischer und philosophischer Sicht haben wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare rein und ich berücksichtige das auf jeden Fall. Ansonsten bin ich sehr gespannt. Wie fandet ihr den Song? Was sind die ganzen Geschichten, die ich noch übersehen habe, wie man den Text noch interpretieren kann? Wenn ihr da noch Ideen habt, auch gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer darüber, meine eigene Welt noch ein bisschen weiter zu erweitern. Ähm, und immer mehr weg von diesem Kern von „Ich habe die Wahrheit verstanden“, wegzukommen und immer mehr flexibel Dinge betrachten zu können. Es gibt so viel mehr Freiheit und Leichtigkeit im Alltag. Genau. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann geht auf jeden Fall auch zu Asaf Avidan. Liked das Original, supportet den Original Content, abonniert Asaf Avidan. Und wenn euch mein Kram hier gefallen hat, abonniert auch gerne meinen Kanal. Liked das Video, teilt es gerne. Es hilft mir zu wachsen mit meinem Kanal. Und ja, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Und ich freue mich schon drauf. Bis dann.